Servus und Hallo. Es ist das letzte Oktoberwochenende und ich will noch einmal mit dem Rad über die Alpen bis zum Gardasee. Das ist mein Rad bei der letzten Tour zum Isarursprung. Auf dem Rückweg merkte ich ein eierndes Hinterrad. Zu Hause zeigte sich dann folgendes Bild. Die Felge war gleich an mehreren Stellen gerissen. Keine Seltenheit bei dem Laufrad, wie eine kurze Recherche zeigt. Ziemlich blöd, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, Anfang November noch einen Alpencross zu fahren. Ich besorge mir super stabile und leichte DT Swiss Hybrid-Laufräder, die sehr schwer aufzutreiben waren. Das hintere Laufrad habe ich zum Beispiel noch in Tschechien bekommen. Leider gibt es diese Laufräder nur noch mit Centerlock-Aufnahme für die Bremsscheiben. Aber kein Problem, es gibt ja Adapter für meine schönen Hope 6-Loch Floating Discs. Naja, heute habe ich mir einen Satz neue Bremsscheiben bestellt. Warum? Wart's ab. Leider ist die Wettervorhersage für die erste Novemberwoche alles andere als gut. Regen und ab 1000 Meter sogar Schnee. Also keine Testrunde mit den neuen Rädern und Freitag spontan umgeplant. Abfahrt zum Alpencross morgen. Samstag. Doch wie zurückkommen? Tickets für den Radtransport sind alle ausgebucht. Facebook und Mitfahrgelegenheit, nichts mehr zu machen. Also packe ich eine unpraktische und schwere Biketasche ein. Ich werde mein Rad in Rovereto einfach demontieren, in die Tasche packen und das Handgepäck mitnehmen. Solche Taschen gibt es natürlich auch in ultraleicht und in ultrakompakt. Doch es ist Freitagabend und morgen soll es losgehen. Obwohl wir bei unserer Radreise an Pfingsten nach Rom ja auch über die Alpen und am Gardasee vorbeigefahren sind, reizt es mich jetzt nochmal, zu einem klassischen Alpencross zu starten. Im letzten Jahr bin ich ja mit dem Rennrad die gesamte Strecke an einem Tag nonstop bis zum Gardasee gefahren. Rechts oben verlinke ich dir das Video. Diesmal fahre ich mit dem Tourenrad und nehme mir wieder 2 Tage Zeit. Geplant ist, wie bei den vorigen zweitägigen Alpencross-Touren, zunächst bis Sterzing und am zweiten Tag dann bis zum Gardasee zu fahren. Doch es sollte ganz anders kommen. Wie immer in meinen Videos zeige ich dir hier den Routenverlauf. Und schon hier wirst du erkennen, dass ich diesmal nicht so weit komme. Warum ich jetzt hier in die falsche Richtung fahre und die Tour dann in Kiefersfelden, Deutschland endet, statt am Gardasee, erfährst du in den kommenden Minuten. Viel Spaß! Die Tage werden kürzer und das Radreise- und Tourenrad ist nicht so flott wie ein Rennrad. Also starte ich lieber etwas früher. Es ist morgens schon frisch, so um die 0 Grad, als ich starte. Dafür ist es herrlich, fast alleine unterwegs zu sein und dann in den Sonnenaufgang zu fahren. Es fängt gut an und ich habe richtig Bock und freue mich auf das kleine Abenteuer. Doch nach den ersten Kilometern beginnt das Rad langsam mit immer lauter werdenden Geräuschen. Es ist schnell klar, dass da die Bremse am Vorderrad schleift. Erstmal voll nervig. Ich kann es nicht leiden, wenn es am Rad Geräusche gibt, die da nicht hingehören. Doch kein Problem, sicher muss nur der Bremssattel ausgerichtet werden. Etwas komisch ist es schon, denn auf dem Montageständer lief alles sauber. Also erstmal anhalten und am Rad schrauben. So richtig schleiffrei bekomme ich die Bremse nicht. Aber es ist noch gerade so auszuhalten. Die Morgenstimmung versöhnt mich schnell wieder und der leicht verpatzte Start ist schnell vergessen. Doch was soll ich sagen? Wenige Kilometer später das gleiche Spiel. Mir kommen erste Zweifel, ob ich so über die Alpen komme. Inzwischen ist es schon etwas heller geworden und das Justieren der Bremse klappt mit diesem Ausblick vielleicht etwas besser.
Na also, passt. Auf geht's. Gardasee, ich komme. Puh, das hat jetzt schon etwas Zeit und Nerven gekostet. Weiter geht's im traumhaften Morgenlicht erstmal durch Holzkirchen. Oh Mann, hörst du das auch? Ich gebe mir noch einen Versuch, baue das Vorderrad aus und wieder ein, checke die Beläge und justiere erneut. Alles tipptopp. Wenn es jetzt nochmal schleift, fahre ich einfach mit schleifender Bremse. Super Strecke, traumhaftes Panorama, was für ein toller Herbsttag. Bei Bad Tölz, kurz vor Lenggries, fängt es wieder an. Ich lasse es einfach schleifen und versuche darüber hinwegzuhören, da die Bremse ja ansonsten funktioniert. Später erst lese ich, dass meine 180er Floating Disc, die ich ja vorne fahre, nicht kompatibel ist mit einem Adapter auf Center. Daher habe ich auch hinten mit der 160er Scheibe keine Probleme. Oh Mann, schon wieder Silvenstein. Mein Freund Kaspar fragte mich zuletzt schon, ob ich keine anderen Routen kenne, weil ich immer über Lenggries und Silvenstein fahre. Viele Grüße, lieber Kaspar. Bei diesen Bildern verstehst du vielleicht, warum es meine Lieblingsroute Richtung Süden ist. Ich habe durch das Bremsendesaster Zeit und Nerven verloren. Und dann passiert mir auch noch das hier. Das war sehr knapp und eindeutig mein Fehler. Schwein gehabt, alles gut gegangen und mit leicht erhöhtem Puls hinauf zum Silvenstein. Super schöne Herbststimmung hier an der Isar hinter Lenggries. Die Stimmung ist gut, obwohl es offensichtlich nicht so ganz rund läuft. Kurz vor dem Silvenstein wird der ständige Gegenwind jetzt deutlich stärker. Hier oben pfeift ein ganz schöner Wind. Ich habe mich von der Sonne und den außergewöhnlich hohen Temperaturen blenden lassen, sodass ich die Wetterwarnung und den angekündigten Föhnsturm einfach mal unberücksichtigt ließ. Doch der Sturm, der wird mich noch beschäftigen. Erstmal geht es ohne Wind sehr schön am Stausee vorbei Richtung österreichische Grenze und Achensee.
Jedes Mal, wenn ich hier mit dem Rennrad vorbeifahre, denke ich mir, wo wohl diese abzweigenden Wege hinführen. Ich kann euch sagen, es lohnt sich nicht, das auszuprobieren. Sie führen nur kurz weg von der Straße und haben steile Passagen, sodass ich mir hier auch mal erlaubt habe, das Rad zu schieben. In Achenkirch gibt es die erste größere Pause, in der mal nicht am Fahrrad geschraubt wird. Dafür gibt es eine Leberkassemmel und eine Tiroler Cola. Denn mit dem Tiroler Wasser sieht es zunächst mager aus. Doch an meiner bewährten Wasserstelle kurz vor dem Achensee bekomme ich dann doch Nachschub. Weiter geht's super schön am Achensee entlang. Und man erkennt auch hier an dem Wellengang den Wind aus südlicher Richtung. Umso weiter ich Richtung Süden komme, umso heftiger wird der Wind. Hier wird er zum Sturm und bläst mich fast mit. Ja, das war krass. Auch hier liege ich fast im Zaun, da ist kaum ein Fortkommen. Heftiger Sturm und Musik in den Hochspannungsleitungen. Die Sturmböen werden immer stärker und ich komme kaum voran. So wird der Brenner heftig. Und wenn es morgen so weitergeht, habe ich 180 Kilometer Gegenwind, das ganze Tal hinunter bis zum Gardasee. Nein, danke. Noch habe ich Hoffnung, dass es nur an der Höhe liegt und im Tal nicht so schlimm ist. Also fahre ich bei heftigem Gegenwind hinab nach Jenbach und biege ab Richtung Innsbruck und Brenner. Doch es macht keinen Sinn. Es soll einfach diesmal nicht sein. Ich entschließe mich, den Alpencross abzubrechen. Der neue Plan ist es, den Rückenwind zu nutzen und die etwa 100 Kilometer nach Hause zu fahren. Doch ich bin so erschöpft und auch moralisch etwas angeschlagen, sodass ich froh bin, dass meine Frau mich in Kiefersfelden abholt. Als wir im Auto sitzen, fängt es später auch noch an zu nieseln. Und dann schlafe ich im Auto ein und träume von der nächsten Tour. Doch so weit ist es noch nicht. Es liegen immer noch zähe 40 Kilometer vor mir. Im Tal ist es jetzt so warm, dass ich erstmal die lange Hose, Jacke und Helmmütze ausziehe. Und es geht am Inn entlang, vorbei am Zillertal, über Kufstein, wieder rüber nach Deutschland, Kiefersfelden. Und da war es wieder voll nervig. Ich habe heute Centerlock-Bremsscheiben bestellt und rüste auch gleich hinten auf 180 mm auf. Im nächsten Video sind die neuen Scheiben bestimmt schon drauf. Vielen Dank fürs Mitkommen. Ich freue mich, wenn dir das Video gefällt und du mir einen Daumen und ein Abo dalässt. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns beim nächsten Video.